liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour zeigen wir euch ein Mini-Haus-Konzept von Weber Haus. Vom Tiny House Bungalow mit 50 Quadratmetern für Best-Ager oder junge Paare über ein zweigeschossiges Mini-Haus mit 70 Quadratmetern bis hin zum 90 Quadratmeter Kreativrefugium mit Studioanbau ist alles möglich. Wir schauen es uns heute zusammen an. Kommt mit! Was jetzt hier wie ein Ensemble wirkt, sind im Prinzip 3 komplett separate Wohneinheiten, die natürlich auch einzeln so irgendwo stehen könnten. Wir stehen jetzt hier vor dem kleinsten Modell, das ist der Bungalow. Die Breite von diesen Häusern ist immer 4,60 Meter. Die Länge ist etwas unterschiedlich. Hier haben wir jetzt 14,50 Meter. Das ist die längste Länge. Das Ganze bietet dann etwa 53 Quadratmeter Wohnfläche auf einer Ebene. Die anderen Module haben komplett ein bekiestes Flachdach. Hier haben wir jetzt partiell ein bekiestes Flachdach. Und als extra Option über dem Eingangsbereich seht ihr dieses flach geneigte Satteldach. Das ist mit 6 Dachflächenfenstern belegt. Dadurch bekommt man innen wirklich einen Highlight-Raum. Das schauen wir uns natürlich gleich an. Was natürlich den Nachteil hat, dass man nicht so viel Photovoltaik unterbekommt. Ihr seht schon, hier wurde jetzt auf dem Flachdachteil wurden jetzt noch mal 4 Module aufgeständert. Das sind dann 2, noch was Kilowatt Peak Leistung. Bei so einer Mini-Anlage, es geht ja insgesamt um Platzsparen, hat man dann auch keinen Wechselrichter im Haus, im Technikraum, der ist nämlich auch sehr, sehr klein, sondern man hat so kleine Mikrowechselrichter, dann jeweils 2 Module mit einem verbunden sind. Das sitzt direkt auf dem Dach unter den Modulen und das funktioniert dann eben auch sehr gut. Auf den anderen Häusern haben wir teilweise ein bisschen mehr. Das schauen wir uns natürlich auch gleich an, aber jetzt bleiben wir erstmal bei dem kleinen Modell. In diesem Modell haben wir jetzt Kunststofffenster drin. Der Farbton ist Quarzgrau, das ist 7039 vom Farbton. Auch die Führungsschienen von diesen elektrisch betriebenen Lamellenjalousien und die Jalousien selbst sind in diesem Farbton gespritzt. Warum erwähne ich das? Weil das was Besonderes ist. Das ist normalerweise eine Sonderausstattung. Die Fenster sind auch innen und außen farbig foliert. Oft sind die ja ansonsten innen weiß. Und solche Details sind ganz wichtig, weil es gar nicht so einfach ist, das farblich aufeinander abgestimmt zu bekommen. Auch die Spenglerarbeiten, also die Blecharbeiten, sind in so einem Ton. Das ist sehr, sehr ähnlich. Der Farbton ist ähnlich DB 703. Das ist so dieses Grau-Beige mit diesem leichten Glimmereffekt drin. Und das harmoniert natürlich sehr gut mit dieser Putzfassade, die auch in so einem hellen Gräsch gestrichen ist. Wenn euch da die genaue Farbnummer interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Das ist so ein NSC-Code, den kann ich mir leider nicht merken, aber ich nenne ihn euch sehr gerne. Sehr schön sind hier auch die Anschlussdetails. Wir haben hier diese WPC-Terrasse, die umlaufend ist. Die ist halt absolut witterungsbeständig, ist jetzt kein Holz, sondern ein Verbundmaterial. Diese wunderschönen Gitter und dann hier auch mal diese Austrittsschwellen, alle in Decktonnen. Das ist so ein keramisches Material, das vielleicht viele kennen von der Küchenarbeitsplatte, gibt es aber auch für den Außenbereich und da kann man es eben dann farblich auch genau anpassen. Wir würden jetzt schon mal hier rumlaufen und als allererstes in diesen Bungalow reingucken. Hier könnt ihr gerade noch mal sehen, dass das wirklich was ausmacht, wenn diese ganzen Entwässerungsarbeiten in diesem Farbton angepasst sind. Das finde ich sehr schön. Und was wir hier auch gleich sehen ist, es gibt ja ein dezentrales Lüftungskonzept. Das sage ich euch natürlich drin auch noch mal was dazu. Dazu gehört eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Hier steht das Außengerät. Da fehlt noch die Verkleidung. Das Haus ist ganz neu eröffnet. Ich zeige euch gleich beim Nachbarhaus. Da ist die Verkleidung schon da. Das stört dann optisch nicht mehr. Hier haben wir jetzt, weil es eben ein Bungalow ist, mal einen schwellenfreien Eingang realisiert, ohne Blockstufe davor. Da haben wir hier also eine leichte Rampe, dann eben mit dem Ablaufgitter davor. Im Ernstfall würde ich euch hier auch empfehlen, eine Art Vordach oder Vorbau zu haben. Auch das zeige ich euch beim Nachbarhaus. Da gibt es dann nämlich eine Integrationslösung mit Carport und Abstellkammer. Gerade bei so einem kleinen Haus, wo man direkt drin steht,
ist es super gut, man einen geschützten Vorraum im Freien hat. Hier haben wir wieder das berühmte Quarzgrau und jetzt schauen wir mal, wie es da drin aussieht. Hinter der Haustür beginnt direkt das Herzstück des Hauses, dieser Kochbereich mit so einer kleinen vorgelagerten Garderobe. Insgesamt sind es 18,6 Quadratmeter. Ganz wichtig in so einem kleinen Haus ist natürlich Stauraum. Deshalb haben wir hier schon so eine Esswand, wo dann hier ein Einbauschrank drin ist. Natürlich könnte man sich auch wünschen, dass man hier einen längeren Garderobenschrank hat. Aber diese Nische braucht man. Ich zeige es euch gleich von der anderen Seite. Da verschwindet nämlich die Waschmaschine. Das Tolle ist natürlich, dass man jetzt hier dieses aufgesetzte Satteldach hat. Ansonsten hätte man hier eine lichte Raumhöhe von 2,51 Meter. Hier sind es jetzt bis zu 4,20 Meter. Dieses aufgesetzte Satteldach mit der sichtbaren Fette, die hier sehr schön auch weiß lackiert ist, habe ich mal gefragt, kostet etwa roundabout 10.000 Euro Aufpreis plus natürlich diese Dachflächenfenster. Die holen hier wunderschön das Tageslicht rein. Es ist für mich ein echtes Highlight. Wenn ihr natürlich hier so riesen alte Bäume drumherum stehen habt, ist klar, da liegt dann auch immer was drauf und mit dieser relativ flachen Neigung wird es auch nicht unbedingt immer weggespült. Man kann die natürlich elektrisch steuern und vor allen Dingen ganz wichtig auch verschatten. Das sind elektrische Rollläden, denn wenn hier im Sommer richtig die Sonne reinknallt und man keine großen Bäume hat, die das verschatten, muss man da auch mal zumachen können. Das Tolle ist, dass der Hersteller ja ein eigenes Haussteuerungssystem hat, wo jetzt dann demnächst auch diese Dachflächenfenster und die ganze Steuerung mit eingebunden werden kann. Das heißt, ihr braucht dann keine extra Bedienung mehr oder eine extra App, sondern könnt über diese eine App die komplette Haustechnik, Smart Home und auch diese Dachflächenfenster steuern. Ja, hier schließt dann direkt offen die Küche an. Das Ganze ist so ein bisschen wertig in Naturtönen gemacht, so ein bisschen Scandi-Style. Wir haben hier eine Arbeitsplatte in Keramik, in Marmoroptik. Das Ganze ist jetzt hier 58 cm tief. Die Fläche ist jetzt nicht wahnsinnig lang, aber für 2 Personen kommt man hier sicher ganz gut klar. Hier ist überall diese Kante so in Multiplex-Optik so ein bisschen abgerundet. Das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Man hat sich jetzt hier für diese Push-to-Open-Geschichte entschieden. Ich bin da jetzt kein so großer Freund, vor allen Dingen bei den Elektrogeräten wie Waschmaschine und Kühlschrank muss man dann wissen, wo man drücken muss und warten, bis er einem entgegenkommt. Aber das ist natürlich eine Sache, die man sich aussuchen kann. Der Hersteller hat ein eigenes Küchenstudio, wo man bemustern kann. Jetzt schauen wir mal hier weiter. Ich habe euch ja gesagt, diese Fensterelemente sind auch innenfarbig foliert, sonst wären die weiß. Die sind jetzt von der Höhe etwa 2,20 diese Elemente. Diese Festverglasung ist etwa 1,40. Dann hat man hier nochmal einen kleineren Öffnungsflügel, so einen Drehkippbeschlag. Dieser Öffnungsflügel sind dann etwa 80 cm. Das ist nicht besonders groß, aber in einem kleinen Haus müsst ihr ja auch immer gucken, wo schlägt euch der Türflügel hin und passt das noch. Das zeige ich euch in dem anderen Haus auch nochmal. Dann haben wir jetzt hier den Durchgang in den Wohnbereich. Hier seht ihr jetzt mal so ein Gerät von dieser Heizung. Es ist ja bei so einem kleinen Haus immer die Frage, Heizung, Lüftung, wie macht man das, dass es eben auch dauerhaft bewohnbar ist, genehmigungsfähig ist. Wir haben hier eine 31 cm starke, hochgedämmte Wand. Dann gibt es diese Luft-Luft-Wärmepumpe, die ihr außen gesehen habt und innen diese Geräte, die praktisch heizen und kühlen können. Ganz einfach ist es mit der Platzierung nicht, weil wo gekühlt wird, wird auch Kondenswasser anfallen. Das heißt, es muss eben nicht nur ein Stromanschluss her, sondern es muss auch geguckt werden, wo kann dieses Kondenswasser hin. Man kann die also nicht irgendwo hinsetzen, die gibt es aber in unterschiedlichen Designs, dann lassen sie sich auch so ein bisschen anpassen. Daneben seht ihr von der dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung mal so ein Element in den Bädern und hier im Technikraum, da schauen wir kurz rein, übrigens sehr schön mit dem stumpf einschlagenden Türblatt hier, alles sehr hochwertig.
Der ist ja nur 2 Quadratmeter groß, da ist dann aber auch gar nicht mehr viel drin. Da ist dann nochmal eine Abluft, auch im Bad oben so ein reiner Abluftventilator, weil hier steht auch der Waschtrockner drin. Wenn es da mal ein bisschen feuchter wird, kann das Ganze raus. Hier seht ihr, jetzt gibt es die Nische, wo der Waschtrockner steht. Dann kommen dann noch die Hausanschlüsse für Wasser hoch. Für Strom gibt es draußen eine extra Säule mit dem Hausanschluss, weil da hat man halt jetzt hier nicht mehr so viel Platz. Aber es ist auch noch Platz für einen etwas größeren Sicherungsschrank. Ich habe euch ja schon gesagt, es gibt ein eigenes Haussteuerungssystem. Wenn euch das genauer interessiert, da haben wir auch schon mal in der Haustour ausführlich drüber gesprochen. Das blende ich euch noch mal ein. Hier sieht man jetzt für diesen Ventilator oder für diese Lüftungsanlage gibt es eine sehr einfache Steuerung. Man kann hier die Stärke der Ventilation einstellen. Wenn man es dann ganz auf groß hat, hört man ein bisschen was. Auf kleinster Stufe ist es aber überhaupt kein Thema, kann ich euch sagen. Und hier kann man umschalten. Der kann nämlich so Pendellüften, also Aus- oder Einsaugen der Luft. Und dadurch kriegt man das wirklich sehr gut hin mit der Frischluftversorgung. Wie ihr hier schon sehen könnt, haben wir auch übrigens hier auch schon im Standard drin diese Lamellenjalousien, die elektrisch betriebenen. Wie gesagt, auch farblich angepasst. Das ist auch eine Sache, die ihr nicht unterschätzen dürft von den Kosten, die das verursacht. Und dieser Wohnbereich, das sind jetzt nochmal 16 Quadratmeter. Lichte Raumhöhe hier, wie gesagt, dann 2,51 Meter. Das ist der Standard. Und auf dem Boden, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ein sehr schönes Eiche Parkett. Das ist jetzt in so einem besonderen Oxidblau lasiert. Dadurch wird das so ein bisschen grau. Auch das kann ich euch noch mal in die Kommentare schreiben, wenn es euch genauer interessiert. Gleiches gilt für diesen wunderschönen Grünton hier an der Rückwand. Auch da kann ich euch die Farbnummern nennen. Und hier hat man jetzt noch mal über Eck die beiden Fensterelemente, die wir von der Größe auch vorne schon gesehen haben. 2,20 Meter in der Höhe, dann jeweils ein feststehendes Element, das etwa 1,40 breit ist und daneben den Öffnungsflügel auf die wunderschöne Terrasse. Und jetzt schauen wir uns noch das Schlafzimmer an und das Bad. Das Schlafzimmer wird über das Bad erschlossen und das Ganze ist hier über so eine Wand aufgesetzte Schiebetür abtrennbar, die übrigens sehr schön weiß lackiert und mit dieser Edelstahlgriffmulde versehen ist. Das Badezimmer ist nur in Anführungsstrichen 4,88 Quadratmeter groß. Wunderschön ist natürlich dieser riesige, wandbündig integrierte Spiegel, der das Bad optisch fast doppelt so groß wirken lässt. Sehr schön, dass das auch hier gleich auf Fliesenhöhe ist und die Kante, die Stoßkante hier durchläuft. Das sind so kleine Details. Auf der Seite haben wir auch ein kleines Detail. Wir haben eine bodengleiche geflieste Dusche, also durchgehend gefliest. Da hinten ist so ein gefliester Ablauf drin, alles sehr schön gemacht, 1,20 mal 90. Diese Türen stehen einem natürlich etwas im Weg und ich dachte, die kann man ja nach innen aufmachen. Kann man aber in dem Fall nicht, weil da oben der Regenduschkopf im Weg ist. Also das sind so kleine Details, wo man einfach drauf achten sollte. Sehr schön ist, dass es dann hier auch gleich schon die Nische gibt, um was abzustellen. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass hier alle Armaturen und Accessoires in dieser gebürsteten Bronze sind, in diesem warmen Farbton. Das passt auch sehr gut zu diesen großen Fliesen hier, 60 mal 60, so ein bisschen in Muschelkalkoptik. Auch die Wand ist hier so leicht beige abgetönt. Wenn euch da die genauen Materialien interessieren, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Auch hier haben wir wieder diese Natursteinoptik, so ein bisschen Muschelkalk hier unten in Nussbaumfurnier mit diesem Aufsatzwaschbecken. Und da hinten gibt es dann ein Fenster, sehr, sehr schön, dass es so groß ist. Das sind 87 mal 1,28. Brüstungshöhe 93 cm. Das heißt natürlich, wenn ich aus der Dusche komme oder auf der Toilette sitze, hier ist die Eingangsseite, dass man sich da auf jeden Fall von unten ein Plissé oder irgendwas vormachen muss, sonst steht man da echt im Schaufenster. Hier haben wir noch einen Handtuchwärmekörper, der ist natürlich komplett elektrisch betrieben. Wir haben ja hier kein wasserführendes Heizsystem, das funktioniert aber wunderbar, sollte da auf keinen Fall fehlen. Und durch eine
zweite Schiebetür geht es dann ins Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist 11 Quadratmeter groß. Hier passt also auch ein richtiges Bett rein. Und durch diesen etwas dunkleren Grünton an der Wand und diesen lodenartigen Vorhang wird das hier einfach total gemütlich. Ihr könnt sehen, dass jetzt das Heizgerät hier farblich auch angepasst ist. Auf der Seite, der Raum ist knapp 2,80 Meter tief, passt dann genau dreimal die 90 Zentimeter Schrank rein, sodass man hier schon relativ viel Stauraum hat. Klar, schön wäre natürlich auch eine raumhohe Einbaulösung vom Schreiner. Da würde man oben noch ein bisschen was unterbringen. Aber da oben hinten dran ist auch noch mal so ein Abluftelement. Das heißt, das muss natürlich dann auch noch integriert werden und da müsst ihr auch entsprechend aussparen. Hier haben wir dann wieder die Fenster, auch in dem Quarzgrau. Das Element ist schon bekannt, 220. Diese Festverglasung ist an der Stelle jetzt ein bisschen schmaler. Man braucht dann hier eben aus statischen Gründen auch noch eine Wandscheibe. Das zweite Optionshaus hat jetzt 2 Vollgeschosse und ungefähr 70 bzw. 71,5 Quadratmeter Wohnfläche. Die Breite hier vorne sind auch wieder die 4,60 Meter, von der Länge sind es 11,20 Meter. Dann gibt es hier diesen Anbau mit Carport und Abstellraum, sodass es insgesamt 9,20 Meter sind. Und diese Abmessungen sind die gleichen, die dann das dritte Optionshaus da hinten auch hat. Die beiden zweigeschossigen Häuser sind in so eine Holzfassade gehüllt. Das ist jetzt Fichte Sägerau in so einem Grauton. Das nennt sich Skyline. Das heißt, die Fassade hat unterschiedlich breite Latten, 4, 7 und 9 cm, die auch in der Höhe um bis zu 1,5 cm vor und zurück springen. Und das gibt ein sehr schönes, lebendiges Fassadenbild. Hier haben wir jetzt von der Ausstattung die etwas hochwertigeren Holz-Alu-Fenster drin. Die sind innen farblich unterschiedlich gestaltet. Das schauen wir uns an. Außen haben wir wieder das Quarzgrau RAL 7039. Und jetzt gucken wir mal hier rum. Dieser Vorbau mit diesem schönen Carport ist natürlich wahnsinnig praktisch. Auch dieser Abstellraum nochmal, wenn man eine relativ kleine Wohnfläche hat. Man hat also hier jetzt einen Durchgang. Der Carport hat nochmal eine Breite von 4,60 Meter. Sehr schön hier abgestützt mit diesen Lamellen. Das ist jetzt hier auch wieder so pulverbeschichtetes Alu. Das restliche ist eine Holzkonstruktion, auch sehr schön mit dieser Deckenuntersicht in dieser Mehrschichtplatte in Holz. Auch das baut natürlich der Haushersteller als extra Zusatzleistung mit dran. Was ich euch eben gesagt habe, ist ja hier, ist jetzt die Hülle für dieses Außengerät von der Luft-Luft-Wärmepumpe schon da. Das ist dann hier im Eingangsbereich, wie ich finde, wirklich ein ganz schönes Element, das auch nicht stört. Und hier haben wir jetzt die 2 Blockstufen und schauen uns mal an, wie es hier drin aussieht. Als Diele haben wir jetzt hier einen abgetrennten Bereich, das sind 6,4 Quadratmeter. Wir haben hier eine lichte Raumhöhe von 2,51 Meter. Auf dem Boden ein Eiche-Parkett, ein etwas schmalerer Stab als in dem anderen Haus. Eiche, Creme vom Farbton, auch da kann ich euch nochmal genaue Auskunft geben, wenn es euch interessiert. Und hier haben wir jetzt eine Einbaugarderobe vom lokalen Schreiner drin, sehr schön mit diesem Akustikpanel mit Eiche furnierten Stäben an der Rückwand. Hier ist dann ein bisschen Platz, Latten aufzuhängen. Es gibt eine Sitzbank, es gibt hier unten einen Schuhschrank, auch da oben Stauraum. Trotzdem ist es natürlich so, dass einem das dann als Garderobe reicht.
Ist die Frage. Hier ist Platz für einen großen Spiegel, der kommt da übrigens auch noch hin, dann wirkt der Raum auch gleich viel, viel größer und ich persönlich würde mir auch ein bisschen mehr Licht wünschen. Also hier ließe sich auf jeden Fall super noch was integrieren und wie das in dem anderen Haus aussieht, das schauen wir uns auch an. Freiraum für Kreative lautet das Motto im dritten Optionshaus. Der Stil ist eine Mischung aus Industrial Style und Vintage mit einzelnen Designobjekten. Und in der Diele ist jetzt hier auch kein Einbauelement. Man hat also hier eine ganz andere Raumwirkung. Hier ist auch schon ein Spiegel drin, eine offene Lösung. Und der größte Unterschied ist natürlich dieser Boden. Kein Holzboden, sondern so ein Bioboden in Betongrau. Das ist so ein bisschen wie früher ein Linoleum, aber ohne Weichmacher, Chlor, PVC oder irgendwelche Lösungsmittel. Auf dem Weg in die Küche gucken wir schnell in den Abstellraum. Hier unter der geraden, einläufigen, geschlossenen Treppe. Das sind von der Fläche 5,1 Quadratmeter. Da kriegt man also wirklich was unter. Wohnfläche sind es 2,3 Quadratmeter. Hier vorne im Stehbereich ist dann Anschluss für Waschmaschine und Trockner. Die können da übereinander stehen. Deshalb gibt es da oben auch nochmal so ein Abluftventil, so eine Abluftlüfter. Falls es da mal ein bisschen feucht ist durch die Waschmaschine, ist das kein Problem. Stauraum, ganz wichtig. Praktisch ist, dass dann hier direkt die Küche anschließt, die mit 13,7 Quadratmetern, finde ich, eine sehr schöne Größe hat und auch wunderschön hell ist. Wir haben jetzt hier wieder die Einbauküche aus dem Küchenstudio des Hausherstellers. Die ist sehr schön. Man hat jetzt hier schon an das Licht gedacht. An der Stelle wirklich wichtig, die Arbeitsfläche und die Regale. Das Ganze ist matt weiß und eben auch Push to Open. Und das würde ich definitiv nicht empfehlen. Das Haus steht erst seit 2 Wochen. Man sieht hier überall schon die Knatscher dran. Was sehr, sehr schön ist, finde ich, ist diese Rückwand hier mit diesen hochgestellten Metrofliesen. Das ist dieses ganz lange, schmale Format, 6 x 23,5 cm. Die sind so glasiert und so ein bisschen im Retro-Look, so ein bisschen abgeplatzt, vintage-mäßig, denn der Einrichtungsstil ist hier auch skandinavisch minimalistisch. Das Ganze ist in Naturtönen gehalten, deshalb seht ihr vielleicht auch schon, die Wand ist so ein ganz kleines bisschen abgetönt. Wand und Decke sieht man im Vergleich zu diesen weißen Fenstern. Auch hier kann ich euch die Farbnummer nennen, wenn es euch interessiert. Hier haben wir jetzt die Holz-Alu-Fenster, die innen weiß sind. Das passt natürlich sehr, sehr gut. Die Maße sind etwas anders, Höhe wieder 2,20. Hier ist jetzt das feststehende Element und der Türflügel jeweils etwa 1,20. Und es ist zwar schön, so einen großen Öffnungsflügel zu haben, aber in einem relativ engen Haus mit einem großen Öffnungsflügel muss man sich wirklich überlegen, ob man vielleicht an einer Seite komplett Festverglasung macht. Dann kann man den Tisch darüber stellen, hat einfach ein bisschen mehr Fläche, die man nutzen kann, und für oben drüber bringt das auch den Vorteil. Ihr könnt es vielleicht in der Außenaufnahme noch mal sehen, da ist ja dann auch ein Öffnungselement mit so einer Glasabsturzsicherung und die sind eben auch wirklich sehr, sehr teuer. Natürlich viel schöner als irgendein Geländer. Also an der Stelle einen kleinen Kostenspartipp und der Vergleich zum anderen Haus ist an der Stelle nämlich das Wohnzimmer. Anstelle der Küche ist jetzt hier der Wohnbereich. Die ganzen Wände sind in verkehrsweiß gestrichen. Die Holz-Alu-Fenster sind innen schwarz. Das wirkt also ganz, ganz anders. Und als Akzent hat man hier ganz coole Designerleuchten. Auf dem Weg ins Wohnzimmer haben wir auch hier nochmal so einen ganz kleinen Technik- bzw. Installationsraum von 2 Quadratmetern, auch wieder sehr schön mit der stumpf einschlagenden Tür. Und ihr seht jetzt, da ist jetzt ein 120 Liter Warmwasserspeicher drin. Auch der lässt sich in dieses Luftwärmepumpensystem noch integrieren. Das reicht für einen 2-Personen-Haushalt auch. Alternativ könnte man natürlich auch mit punktuellen Durchlauferhitzern fürs warme Wasser arbeiten.
Hinter mir ist jetzt das Wohnzimmer, das mit 12,9 Quadratmetern etwas kleiner ist als die Küche und auch sehr, sehr schön in diesen Naturtönen gehalten. Wir haben jetzt hier wieder dieses bereits bekannte Element und dann gibt es eben hier einen Luftraum zur Galerie nach oben. Das ist nur 90 cm breit, aber schafft, wie ich finde, in diesem kleinen Raum enorm viel Großzügigkeit. Und bevor wir jetzt nach oben gehen, schauen wir noch ganz kurz, in einem anderen Haus schließt hier nämlich das Studio an. Anstelle des Wohnzimmers haben wir hier im dritten Haus die Küche. Mein absolutes Highlight hier, diese Küchenfronten in dunkelgrün. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Und diese Edelstahlplatte, die hier wirklich aus einem Guss gemacht ist. Das Waschbecken ist hier reingeschweißt. Auch diese Rückwand und diese Ablage sind da rangeschweißt. Das ist natürlich eine Sonderanfertigung. Es ist auch ein sehr stabiles Material, sodass das hier also wirklich nicht durchbricht oder irgendwie nachgibt. Braucht ihr auch an der Stelle. Ich habe mal gefragt, so eine Arbeitsplatte kostet euch 6.000 bis 7.000 Euro. Der Einbau dann auch nochmal knapp 2. Ist also leider nicht ganz billig. Auch hier wirkt das Ganze ganz anders. Dieses Fensterelement lässt sich nicht versetzen aus statischen Gründen, sodass die Küchenzeile da nicht durchlaufen kann, was ich nicht schlimm finde. Hier haben wir jetzt wieder diese 90 cm Luftraum nach oben und hier schließt jetzt nochmal 13,4 Quadratmeter Kreativbereich oder Essplatz an, wo man Platz für einen großen Tisch zum Arbeiten oder Feiern hat. So eine gerade einläufige Holztreppe in Faltwerkoptik, das seht ihr schon an den unteren 3 Antrittsstufen hier, ist im Standardpreis schon enthalten, allerdings nicht in Eiche, das ist jetzt hier drin, das ist aufpreispflichtig angepasst an das Parkettmaterial und das ist wirklich wunderschön, das ist Naturholzmatt Lack, das ist wie ein Lack, fühlt sich aber an, als wäre es naturbehandelt. Wie war das nochmal in dem anderen Haus? Die Holztreppe ist hier einfach mit einem Kautschukboden in Gelb belegt. Das ist wohl etwas aufwendig, weil die Treppe darunter nochmal gespachtelt werden muss, damit dieses dünne Material da auch glatt drauf liegt. Und hier auch diese Wand soll noch gelb gestrichen werden. Mein Traum war immer eine neongelbe Treppe und ich finde, es knallt einfach total cool hier. Wir kommen jetzt hier oben auf eine kleine Empore, das sind nur 3,9 Quadratmeter und durch dieses Schiebetürenkonzept ist das alles ein offener, fließender Raum, der bei Bedarf abgetrennt werden kann. Dieses Schlafzimmer hat 14,9 Quadratmeter. Ihr seht jetzt hier, was ich euch unten gesagt habe, diese schönen großen Öffnungsflügel, die dann natürlich bedingen, dass man davor eine Absturzsicherung hat. Das ist jetzt hier ganz schön dieses rahmenintegrierte Ganzglaselement, das leider eben auch ziemlich teuer ist. An dieser Stelle aber eben vom Hersteller angegebenen Standardpreis auch schon mit drin. Ansonsten hat man hier das gleiche Element wie unten über Eck, helle, ganz helle, beige abgetönte Wände, um diesen Naturlook zu bekommen und diese lackierte, wirklich schön matt lackierte große Schiebetür. Auch das jetzt ein Einbauelement vom Schreiner. Das heißt, da hinten ist es dann wirklich total schön anzugucken. Man muss sich dann entscheiden, Tür zu, Schlafzimmer abgetrennt, Blick auf den Kleiderschrank. Der muss natürlich dann immer schön ordentlich sein. Im 14,9 Quadratmeter großen Schlafzimmer gibt es wieder die bekannte raumhohe Schiebetür. Diesmal da hinten aber dann die Standardlösung vom bekannten schwedischen Möbelhaus statt des Einbauschranks vom Schreiner. Das Bad ist schwarz. Wirklich richtig cool, finde ich. Wir haben auf dem Boden die 10x10 quadratischen Fliesen, an der Wand so Mosaikfliesen 5x5 cm. Die Wände sind schwarz gestrichen. Hier finde ich diese Lösung mit der feststehenden Verglasung bei der Dusche. Duschtasse wieder 90x1,20. Wirklich sehr, sehr schön, wenn man keine beweglichen Teile hat. Hier einfach reinlaufen kann. Da an der Wand dann den schwarzen Handtuchwärmekörper, den
elektrischen hat. An der Stelle ist natürlich klar, fehlt jetzt der Stauraum. Hier ist diese Nische für den Spiegel. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man da im Zweifelsfall einfach ein flächenbündiges Regal mit einem großen Spiegel drin hat und dahinter noch ein paar Sachen verschwinden können. Das Bad ist 4,6 Quadratmeter groß und mit so einer extra angefertigten raumhohen Schiebetür abgetrennt. Klar ist, die trennt euch das Bad natürlich akustisch nicht komplett ab. Hier wird das Farbkonzept beige-weiß durchgezogen. Wir haben die Fenster und die Armaturen, Accessoires in matt-weiß, dann die Sanitärkeramik in so einem ganz, ganz hellen Beige-Ton. Die Fliesen sehr schön, 60 x 1,20. Der Farbton nennt sich Ivory, also Elfenbein. Und vielleicht erst noch mal zu der Seite. Hier hat man jetzt diese tiefe Wandnische mit dem Spiegel, was ich total schön finde, auch mit dieser Ablage. Aber auch hier würde ich euch empfehlen, ein Regal mit Stauraum reinzubauen. Stauraum gibt es in diesem Bad ein bisschen tatsächlich auf der anderen Seite. Hier gibt es wieder eine Einbaulösung vom Schreiner. Dann ist da zwar kein Handtuch-Wärmekörper, aber dafür hat man hier nochmal so eine kleine Wand und dann hier angesetzt eben diese Dusche. Auch hier seht ihr diesen leichten Beige-Ton in dieser super flachen Duschtasse. Die ist jetzt auch wieder 90 x 1,20 und hier habt ihr natürlich jetzt wieder eine Duschabtrennung mit beweglichen Elementen, mit ein bisschen mehr Fugenanteil, was immer so eine Frage ist, was das Putzen angeht. Hier auf der Empore gibt es jetzt nochmal ein offenes Arbeitszimmer von etwa 10,7 Quadratmetern. Wunderschöner Arbeitsplatz mit Blick ins Grüne durch diese große Festverglasung 2,42 x 2,15. Der Raum ist akustisch sehr angenehm durch diese Rückwand. Die ist auch vom Schreiner auf Maß gefertigt mit so einem Filz und mit eichefurnierten Holzleisten drauf. Auch hier taucht das Eichefurnier nochmal auf als Abdeckung von dieser Brüstung. Das ist absolut empfehlenswert. Wenn ihr da Putzoberfläche habt, kriegt ihr den Staub nicht weggewischt. Fasst sich auch schön an. Und hier gibt es dann nochmal einen kleinen Arbeitsplatz. Ich habe jetzt eben gesehen, da hinten in der Wand sind 2 Steckdosen. Die wären mir erstens zu weit weg und zweitens zum Arbeiten zu wenig. Also denkt da einfach bei der Elektrobemusterung dran. Auch hier gibt es eine offene Arbeitsgalerie mit 10,7 Quadratmeter, eine grüne Wand. Auch den Farbton schreibe ich euch gerne in die Kommentare, wenn ihr ihn wissen wollt. Der Unterschied ist, dass dieses Festverglasungselement etwas kleiner ist, nämlich 2,20 x 1,63, weil darunter ja das bekieste Flachdach anschließt und nicht so viel Höhe da ist. Jetzt haben wir alle Optionen der Mini-Häuser hier gesehen. Wenn ihr die Grundrisse anschauen wollt oder weitere Infos dazu haben wollt, habe ich euch unten in der Videobeschreibung nochmal unsere Hausdatenbank verlinkt, wo ihr das alles anschauen könnt. Wenn ihr euch die Häuser selber mal anschauen wollt, sie stehen in der World of Living, in dem Musterhauspark hier am Firmensitz. Da gibt es etwa 12 verschiedene Musterhäuser zu sehen, normalerweise geöffnet dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Ich habe euch auch eine Preisinfo zu den Häusern unten in die Videobeschreibung gepackt. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.